ولو بترجع الحرب من جديد، ولو بترجع تنهد بيوتنا، ولو بيروح ابن التاني، نحن بنضل عوالقنا، ما بنترك المقاومة أبدا مهما صار. Ich versuche die Zuschauerin meiner Videoarbeit tatsächlich auch Erfahrungen auszusetzen. Hallo, ich bin Sandra Schäfer, ich bin Künstlerin und lebe in Berlin. Hallo Sandra, ich freue mich, dass du nach Frankfurt gekommen bist. Befinden wir uns auf der Europaallee im neuen Europaviertel Frankfurts. Und wir haben das natürlich auch ein bisschen in Verbindung zu deiner Arbeit und zu deinen Filmen tatsächlich gewählt. Denn man könnte sagen, dass, sage ich mal, Architektur, Raum schon Themen sind, die dich auch in deinen Arbeiten sehr interessieren. Also wie Architektur, Raum und Stadt verändert. Kann man das so sagen? Ja, es gibt also tatsächlich viele meiner Arbeiten, in denen das einen Schwerpunkt darstellt, weil mich tatsächlich der gebaute, aber auch der gelebte Raum interessiert. Also welche Konzepte, architektonischen Konzepte werden entwickelt und wie wird darin gelebt. Also in sehr unterschiedlichen Kontexten. Jetzt die Arbeit in dem Stadtteil Haradreyk gedreht, der sich in Südbeirut befindet. Aber es gibt auch viele andere Arbeiten tatsächlich, wo genau die Fragestellung von Architektur und Raum Thema war. Wie bist du auf dieses Thema gestoßen, eben auf das Problem, dass 2006 bei dem Libanonkrieg eben ein spezielles Viertel bombardiert wurde? Wieso und was hatte das für Auswirkungen? Ich war Teil eines Forschungsprojektes, das den Titel hatte The Urban Cultures of Global Prayers und das sich mit religiösen Praktiken und städtischem Raum beschäftigt hat. Und wir waren zu einem Workshop in Beirut eingeladen, alle zusammen als Gruppe. Und haben uns genau das Museum des Widerstands, in dem ich gedreht habe, in Südlibanon und diesen Wiederaufbau des Stadtteils Haradreyk angeschaut. Und da kam die erste Idee, dass ich eigentlich gerne mehr darüber erfahren würde, warum baut man eigentlich einen Stadtteil genauso auf, wie es vorher war? Also was bedeutet das eigentlich? Also was ist der Impuls dahinter und was bedeutet das innerhalb dieses Gefüges? Und dem wollte ich gerne nachgehen und eigentlich schon, als ich dort war und dann, genau, war das eine schwierige Entscheidung schließlich auch, weil 2011 begann ja der Krieg in Syrien, die Hisbollah war dort involviert und es war für mich lange eine Frage, kann und möchte ich überhaupt innerhalb dieses Kontextes arbeiten und vor allen Dingen auch mit der Rolle, die die Hisbollah im Krieg in Syrien spielt. لما بيجي العدو الإسرائيلي بيجي بيهدم لك بيتك لأنك أنت بده يدفعك ضريبة بده يدفعك ضريبة لعلاقتك بهيدي المقاومة واحتضانك لهيدي المقاومة وبده يخلق مشكل وشرخ بينك وبين هيدي المقاومة. طيب Muss man auch die Leute dafür erstmal gewinnen oder hat man einfach einen Übersetzer, dem eigentlich egal ist, was du da machst? Also ich vermute mal eher nein. Nee, also es war sozusagen so, ich habe wirklich sehr lange gesucht nach der Person, mit der ich zusammenarbeiten kann. Und das war für mich wirklich eine ganz wesentliche Frage und insofern sind die Personen, vor allen Dingen die Person, die übersetzt und die mit mir auch die Kontakte herstellt, ist extrem wichtig. Und dafür gibt es im journalistischen Bereich die Fixer und da hatte ich überhaupt kein Interesse dran. Also ich habe wirklich gesucht nach einer Person, die sich für diese Fragestellung interessiert und habe dann eine ganz tolle Empfehlung bekommen von einer Professorin für Urban Design nennt sich das und Politikwissenschaften, Mona Hart. Und sie hat mir eine Studierende von ihr empfohlen, Nadine Hayat. Und das war wirklich eine unglaublich tolle Begegnung mit ihr. Und wir haben dann angefangen, das Team zu bilden. Ich habe dann die Tonfrau auch gesucht. Das war auch klar, ich wollte gerne mit einem Frauenteam drehen auch sowieso, also mit Protagonistinnen. Mir war klar, dass mit einigen Protagonistinnen würde ich niemals drehen können, wenn wir also zum Beispiel einen Tonmann oder irgendein männliches Teammitglied haben würden. Und auch die verschiedenen Hintergründe, aus denen alle kamen, war extrem wichtig. Wir waren sozusagen wie eine kleine soziale Einheit auch,
die eben sehr unterschiedliche Erfahrungen auch mit in diesen Arbeitskontext gebracht hat. Wie kann man in seinem Film als Künstlerin dort frei bleiben und inwiefern muss man auch Position beziehen? Ja, das ist eine einigermaßen Herausforderung. Also für mich, war ständig damit konfrontiert mit der Frage, ob ich für oder gegen die Hisbollah sei. Also es war wirklich es gab auch eine Situation im Gespräch mit einem der Protagonisten, wo wir zusammensaßen und Nadine hat übersetzt und es ging hin und her und ich habe den Raum für mich beansprucht, zu sagen, dass es mir nicht darum geht, für oder gegen zu sein. Und das war enorm schwer und ich wollte den Raum aber beanspruchen. Das ist natürlich zugleich auch ein Privileg, dass ich diese Position einnehmen kann. Und die hängt wieder damit zusammen, dass ich natürlich nicht in dem Kontext direkt lebe. Aber ansonsten versuche ich auch erstmal mit meinem Film tatsächlich einen Raum zu öffnen, auch erfahrbar zu machen und auch die Zuschauerin meiner Videoarbeit tatsächlich auch Erfahrungen auszusetzen. Und ich manipuliere auch. Die Hisbollah manipuliert in ihrer Bildpolitik, ich tue das aber auch. Aber zugleich möchte ich auch, dass die Zuschauerinnen meines Films auch positionieren müssen und herausgefordert werden, das zu tun. Other ones say that we have to conserve inside this park 2 or 3 buildings as it was destroyed to remember the war. And I answer very strongly, we don't have to remember the war because the war is coming again. Die 4 Personen, die du ausgewählt hast, haben prinzipiell mit diesem Projekt zu tun, haben dort gelebt oder waren tatsächlich auch Teil des Wiederaufbaus. Und es sind trotzdem 4 ganz verschiedene Stimmen. Vielleicht könntest du die einmal kurz skizzieren. Ja, es ist einmal eben der Leiter des Projekts, Wiederaufbauprojekts WART, Hassan El-Yeshi. Und dann gibt es die Protagonistin Frau Ibtisam, die auch Teil des Wiederaufbauprojekts WART war von Anfang an. Bei ihr gibt es in der Sequenz, die wir mit ihr gedreht haben, den Schwerpunkt nochmal des Kriegs in Syrien, weil ihr Sohn im Krieg in Syrien ums Leben gekommen ist. Und genau, und dann gibt es Rahif Fayyad, den leitenden Architekten, der eben nicht in dem Stadtteil lebt, nochmal einen ganz anderen Hintergrund hat, weder schiitisch ist, noch Teil im engen Sinne der Community ist, aber dennoch den Widerstand unterstützt durch seine Arbeit. Und als vierten Protagonisten gibt es eigentlich den Medienveranstaltungsort, in dem der Parteiführer Hassan Nasrallah auftritt, als mediale Figur, auch nur als Übertragung in dem Fall auftauchend auf einer riesengroßen Leinwand, seine Reden hält und von einem Ort, von dem ich nicht weiß, wo er sich befindet, live spricht und eben die Unterstützerschaft sich trifft. Was ich interessant fand, die Fragestellung, was bedeutet Architektur in Ländern wie diesen, wo Ideologie nochmal möglicherweise einen ganz anderen Einfluss auf uns übt und auch Identität eine andere, sage ich mal, einen anderen Hintergrund hat. Diese Ideologie des Wiederaufbaus, also so auch schnell wieder aufzubauen, zu zeigen, wir können das. Es ist natürlich schon auch ein Zeichen von Stärke, dass die Finanzen sind da, die Kapazitäten, das Know-how, das zu machen und. Und in so und so vielen Jahren stehen diese Blöcke wieder da. Und es gibt zum Beispiel von dem Soziologen Maurice Halbwachs, der in seiner Beschäftigung mit dem kollektiven Gedächtnis festgestellt hat, dass die stillen Objekte, die uns umgeben, daran beteiligt sind, das kollektive Gedächtnis herzustellen. Und wenn man das berücksichtigt, ist das natürlich schon relevant. Oder macht es einen Unterschied, ob etwas genauso wieder aufgebaut wird, wie es vorher war oder nicht. Oder ob man was Neues zulassen kann. Und das hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, mit dieser kurzen Intervallen von Kriegslosigkeit, in der da wirklich auch geplant, gedacht und gelebt wird. Vielen Dank, Sandra, dass du da warst. Danke für die Einladung.